Moin Freunde, willkommen zurück. Mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, ich habe eingekauft. Wir haben viel zu tun und wir gehen gleich rein, oder? Natürlich sind das nicht die Düfte gleich vorweg, die ich jetzt letzte Woche geholt habe. Natürlich nicht, aber einige neue sind dabei und deswegen gehen wir rein. Yes! Und wir fangen gleich mal mit den ersten an und das ist der Prada Luna Rossa Sport. Ja, in der neuen Version, daran liegt es auch. Ne? Ich habe ja immer die alte Version gehabt und das ist der Duft, für den ich bis jetzt immer noch, ich werde euch das bekannt geben, wenn der abgelöst wird, aber ich glaube, das wird nicht so einfach, wofür ich am meisten Komplimente für bekommen habe. Das ist schöner Vanille, Lavendel, Ingwerduft, richtig schönes Teil mit Heu drin und so weiter und so fort. Ja, ich möchte natürlich nicht so viel sagen, weil wir, wie gesagt, wir haben einiges zu tun und das ist ein schöner Duft, der immer geht und ihr bekommt ohne Ende Komplimente. Der nächste ist der Davidoff Cool Elixir. Ja, natürlich war klar, wenn die einen neuen rausbringen, muss ich dabei sein. Mein ganz erstes Video hier übrigens auf diesem Kanal vor zig Jahren war Cool Water und deswegen, ja, Cool Elixir, da habt ihr Rose oder Rosenoxid, ihr habt Lavendel und Oud. Aber ganz ehrlich, das Oud, das schmiert euch mal bitte in den Hut, weil das habt ihr höchstens 1%. Also da ist nicht wirklich Oud drin. Und wenn, ich weiß nicht, was das soll. Natürlich wollte David auch ein bisschen angeben, vielleicht das machen wir mit Oud. Ich habe es mir aber fast gedacht, aber trotzdem, der Duft ist gut. Ihr habt im Endeffekt das Oldschool Davidoff, bisschen würzig frisch, weil früher war Davidoff würzig frisch, nicht synthetisch frisch. Und deswegen kommt das ganz nice mit den Lavendel. Schöner Duft geworden. Ja, der nächste ist der Roberto Ugolini, der Patina. Yes, jetzt ist er da. Jetzt habe ich auch alle selbst gekauft natürlich, ne? Ganz wohl bemerkt mal, aber das sind ja alle hier, ne? Und hier habt ihr Honig, Mango. Das ist der Duft. Ein richtig schöner Duft, der richtig stark und präsent ist. Einer, finde ich, mit der geilsten aus der Reihe. Aber ich finde alle Roberto Ugolini Düfte. Und hier habt ihr natürlich noch ein bisschen animalisch, finde ich das im Background. Aber Honig, Mango, dieses Zusammenspiel müsst ihr mögen. Und ja, cremig dazu noch. Und ich finde einfach ein bisschen animalisch. Was heißt ein bisschen? Schon ein bisschen mehr animalisch. So kommt es rüber. Blumig, Honig. Sehr nice geworden, der Patina. Und jetzt ist auch in meiner Sammlung, war einfach der Meinung, der letzte, ich habe ja wie gesagt alle, musste auch noch mal in meine Sammlung. So, und der nächste ist der Rodion Blanche. Yes, von den guten Justin. Ich habe seine erste Auflage schon und beziehungsweise seinen ersten Duft, deswegen wollte ich den auch haben. Grüße gerne raus an Hanan Profumo, der hat ihn mir verkauft. Und ja, kann man machen. Ich finde aber den ersten besser. Der geht so ein bisschen in die Richtung von Oud Save the King. Aber jetzt nicht so unbedingt zu vergleichen, meiner Meinung nach von der Vanille, weil hier ist die Vanille drin, die mich ein bisschen stört. Finde ich ein bisschen schade. Oder sagen wir mal so, man muss Lust haben auf diesen Duft. Richtig so, ja, Tiefe ist ein richtiger, finde ich, Vanilleduft. Vielleicht mit der DNA vom ersten Duft. Geht ja so ein bisschen in die Baccarat Rouge Richtung und so weiter. Aber grundsätzlich Vanille, ja, muss man mögen. Aber wie gesagt, als Sammler, ich wollte einfach den zweiten, den es schon so ja nicht mehr gibt, unbedingt noch haben. Dann kommen wir zu den teuersten in Einkauf und das ist der Blonde Amber von Clive Christian. Ja, das ist natürlich ein absolutes Meisterwerk und ein richtig schöner Duft, der einfach Amber, getrocknete Früchte beinhaltet und einfach um euch, ja, der legt sich einfach um euch herum und ist so sexy, verführerisch. Meine Frau ist sehr schwierig drin, aber die hat sofort gesagt 9 oder 10 Punkte. Also der Blonde Amber zerstört einfach Herzen. Auch Portemonnaies oder Geldbörsen, besser gesagt, und so weiter und so fort, aber der ist gut. Ach, herrlich, schöner Duft, Blonde Amber. Muss denn eigentlich, wenn ihr eine größere Sammlung habt, ein bisschen etwas größere Sammlung, dann sollte der in jeder Sammlung sein. Oder wenn ihr richtig verführerische Date-Düfte sucht, Blonde Amber, perfekt. Als nächstes haben wir das 1 Million Gold Elixir, yes, und da haben wir wieder Sandelholz, Vanille und was ist noch da drin? Warte mal, Mandarine natürlich. So, das ist alles und das ist der super geile Duft von Paco Rabanne, beziehungsweise Rabanne nur noch. 1 Million kann ich eigentlich immer kaufen, weil ich finde, die funktionieren immer noch. Ich finde, das normale Million Gold war ein bisschen langweilig, aber inzwischen auch nicht mal ganz zu langweilig, weil die müssen immer ein bisschen stehen. Aber das Elixier ist so richtig gut geworden, kommt richtig gut an und hat eine richtig gute Haltbarkeit und sehr, beziehungsweise eine sehr starke. Also, kommt nice. Als nächstes haben wir einen Bergholzduft und zwar Satin Vanilla. Yes, und da haben wir Vanille und Milch und richtig schön verführerisch.
Nicht dreckig, weil er wird oft verglichen mit dem Vanilla Sex, glaube ich, von Tom Ford. Den habe ich auch, aber der ist dreckig. Absolut dreckig. Passt ja auch zum Titel. Hier haben wir eine verführerische Vanille mit Milchakkord. Und das macht's aus. Ein bisschen holzig ist er auch. Richtig schön. Gefällt mir. Sorten Vanilla oder Sautern Vanilla besser gesagt, sollte auf jeden Fall in eine schöne Vanillesammlung sein. Dann haben wir noch einen Bergholzduft und zwar den Corsica. Yes, den Corsica, das ist ein Duft, der einfach aquatisch, frisch und einen Salzakkord hat und der jetzt, wenn es warm ist, richtig gut kommt. Lecker, schöne Flakons von Herrn Bergholz, ja und der ist lecker, obwohl er eigentlich eine DNA hat, die ich nicht so gern mag, aber hier ist das eigenständig und besser gemacht. Der goldene von Creed. Werde ihn jetzt nicht einblenden und auch nicht sagen. Ihr wisst, wen ich meine. Mache ich überhaupt nicht. Aber hier eigene Kreation, zwar ein bisschen so drin, minimal, aber richtig schön der Corsica. Gefällt mir. Dann kommt noch ein Bergholzduft und zwar der Amber Intense. Ja, der Amber Intense, das ist Rose, Amber und ja, ihr merkt schon grundsätzlich eine schöne cremige Rose, denn den Amber und Safran ist auch mit am Start hier im kleinen Flakon. Gefällt mir gut, kann man gut tragen zum Ausgehen, für Geschäftsreisen, Businesses, whatever, Businesses. Und der ist richtig schön. Kann man machen, auch hier wieder Bergholz. Aber das war jetzt wirklich der letzte Bergholz. Weil der nächste ist der Amen Stella. Ja, Amen. Mugler hat mal wieder ein Amen rausgebracht. Geil, finde ich nice. Ich liebe diese Reihe, ihr wisst das. Und hier haben wir Pistazie, Bergamotte und so weiter und so fort. Hier auf, das war klar, dass Mugler auf die, sag ich mal, Pistazie auf diesen Hype von der Dubai-Schokolade aufspringt. Und da haben wir mit Stella ein schönes Teil. Und die typische DNA von der Amen-Reihe oder von Mugler ist natürlich dabei. Und auch der Gummiflakon. Nice, Stella. Cool. Wow. Den muss ich natürlich haben. Der nächste ist ein Amouage und war Beach Hut. Also wenn ihr einen schönen minzigen Duft haben wollt oder in meinen Augen fast den besten Minzduft oder es ist eigentlich der beste Minzduft, dann Beach Hut von Amouage, weil hier habt ihr die extreme Minze frisch dazu, ein bisschen aquatisch, also ein bisschen feuchte Minze, holzig und einfach was Moosiges noch zu tun. Das heißt, im Endeffekt für mich die viel bessere Variante zum Torino 21, vor allen Dingen die männliche Variante zum Torino 21. Schönes Teil, Beach Hut, auch nice von Amouage, aber Amouage ist schon so einer der geilsten Düfte, finde ich. Marken natürlich. Dann haben wir den nächsten Roma Uomo Nero Extremo. Und das ist ja wohl ein geiler Duft. Und der ist so gut angekommen. Schaut euch das Einzelvideo an. Mann, das hätte ich gar nicht gedacht. Aber da kann man mal sehen, das ist, also das Original, mit dem ist alles bei mir angefangen. Da hat alles begonnen mit. Und früher, ne? Schon ein paar Jahre her. Und hier der Nero Extremo ist die alte Version. Allerdings ein bisschen, ja, männlicher, tiefer, natürlich nicht ganz so zu vergleichen, ne, bitte, ne, nach längeren Tragen, schon die DNA, aber so ein bisschen dieses Ani-Style drin, geil, aber richtig gut geworden, mit einer der besten, jetzt schon 2025, meiner Meinung nach, der kommt gut. Boah, den müsst ihr testen. Unbedingt, wenn ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Dann als nächstes haben wir den, ja, Erbar Gold. Ja, und der Erbar Gold geht in meine Sammlung, weil ich den normalen auch gut finde. Ich finde überhaupt immer noch Erbar purer gut, auch viele, die ähnlich sind. Und der Erbar Gold ist einfach besser zum Business, wenn ihr das haben wollt. Auch dieses Feeling, da ist nicht so die Zuckerwatte, wollte ich nicht sagen, aber dieses Zucker extrem über die Früchte gegossen, sondern hier ist es einfach ein bisschen fruchtiger und cremiger gemacht, aber sonst natürlich die gleiche DNA und deswegen ist er mit rein, weil das einfach besser zu tragen, im Gegensatz zu den Erbar Pura. Der ist aber auch natürlich immer noch nice in meinen Augen. Dann als nächstes haben wir den Royal Bleu und das ist dieses Schmuckstück, dieses in 150 ml und da habt ihr die Oldschool-Variante im Endeffekt oder eine sehr, sehr, sehr gute Alternative zum Layton. So, aber hier ist es so ein bisschen die richtige 2016er Version und mit ein bisschen minimal, also wirklich minimal anderen Twist, aber eigentlich ist es wirklich die beste, weil auch die Haltbarkeit gut ist, die beste Alternative zum Layton und ja, ich fand den einfach interessant. Und deswegen Royal Bleu auf jeden Fall am Start. Und dann haben wir tatsächlich einen Feigenduft und ich bin ja nicht so ein Fan von Feigendüften, das wisst ihr, da sind
oder da ist einer bis jetzt immer gut gewesen, aber ich habe den BDK Chris Chanel auch jetzt hier und ich muss sagen, der ist schon erwachsen und der ist schon wirklich sehr, sehr gut, dieser Feigenduft. Mit zusammen den Dior-Feigenduft aus der Privé-Reihe, Diorama, glaube ich, heißt der. Der ist auch mit noch der beste und der kommt gleich danach. Aber sonst bin ich mit Feigendüften, ist es bei mir schwierig. Da bin ich dann noch ein bisschen raus. Aber hier, der kommt nice. Da gibt es noch einen Ableger, glaube ich, das Intense oder whatever, das kenne ich nicht. Aber der ist richtig gut. So, und zum guten Schluss, glaube ich, sonst habe ich einen vergessen, das ist der Hub dann von Parfums Mali. Da kommen wir zu weihnachtlichen Duft, arabische Line. Richtig lecker, Safran-Style, frischer, leicht seifiger Safran-Style in meinen Augen. Schönes Teil, das ist noch die ältere Version, die starke Version. Es gibt die ja aktuell nur in den schwarzen Flakon, da ist das aber nicht mehr so wie hier. Und wenn ich den sprühe, muss ich schon wirklich gestehen, denn dieser Leder-Style auch so ein bisschen, was sich so riecht, würzig, Leder, Safran, geil. Einer der schönsten, besten Düfte von Parfüms de Mali, muss man wirklich mal so sagen, jedes Mal, Alter. So, habe ich jetzt jemand vergessen? Kann sein, aber dann mache ich das nächste Mal. Genau. Da sind auch noch welche unterwegs, aber die sind nicht angekommen, deswegen nehme ich sie raus. Jetzt werde ich das nächste Mal zeigen. Auf jeden Fall, das reicht auch. Also Leute, schreibt gerne runter. Kennt ihr welche davon? Was waren eure letzten Einkäufe? Und dann bin ich hier raus. Grüße gehen raus an meine Mitglieder und bis zum nächsten Mal.